Unfriedenstifter bezeichnet. And you know what? In fact, if we are truly living for God, und wisst ihr was, wenn wir wahrhaftig für Gott leben, we will also be a troubler. dann werden wir Unruhe stiften. We will be a troubler in the sense that when people see us, they don't like to look at us. In dem Sinne, dass wenn Menschen uns anschauen, sie uns nicht gerne anschauen. It's not because we're condemning. Es ist nicht, weil wir einen verdammenden Geist hätten. It's because they know we stand for right. Sondern weil sie wissen, dass wir für das stehen, was richtig ist. Let me give you Was an recht illustration. ist. Ein Beispiel. A policeman is a good man. Ein Polizist ist ein guter Mensch. At least they're supposed to be. Ja, jedenfalls sollten sie es sein. But if you are speeding, Aber wenn ihr schnell fahrt, if on the Autobahn it says 120, wenn es auf der Autobahn heißt 120 and you are going 160, und du fährst 160 when you see the policeman on the side, und du siehst den Polizisten am Straßenrand do you go by him going 160? und fährst du dann an ihm vorbei mit 160 und grüßt noch nett? Of course not. You quickly slow down to 125, 120, 130 maybe. Natürlich nicht, sondern du bremst so, dass du wenigstens so 125, 130 And hast. all of a sudden you become very holy when you drive. Und auf einmal wirst du so ganz heilig in deinem Fahrstil. Because you're in the presence of someone who says you are doing wrong. Weil du in der Gegenwart von jemandem bist, der sagt, Does that change das ist nicht richtig. your opinion about the policeman? Verändert das deine Meinung über den Polizisten? No, he's doing his job. Er tut seine Aufgabe. If God's people were to go about doing their job, Wenn Gottes Volk seine Aufgabe tun there würde, would be a change that takes place. dann würde eine Veränderung But stattfinden. you see, when Elijah was called here a troubler of Israel, Schaut, als Elia hier als ein Unruhestifter in Israel bezeichnet wird. Elijah was not the troubler. Elia war nicht ein Unruhestifter. Ahab was the troubler. Ahab war der Unruhestifter. Because it says in verse 18, you have forsaken the commandments of the Lord and have followed Baal. The last half of 18. Chapter 17, verse 18. Also Kapitel 17, Vers 18, denn dort heißt es, du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. So in verse 19 we find that Elijah calls for a showdown. So in Vers 19 ruft also Elia nun auf zu einem also es wäre Kapitel 18, nochmal. Also Kapitel 18, Vers 18. No, the first thing you said that was in 17 or 18? 17. Yeah, okay. 18, chapter 18, verse 18 and 19. Okay, also Kapitel 18, 18 und 19. Dort heißt es, er aber sprach nicht, ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Bade nachgefolgt bist. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel. Okay, you read verse 19 already, right? First half, yes. Okay. So there's this showdown that takes place, and it's going to take place on Mount Carmel, and it is between Elijah and 450 prophets of Baal. So, es kommt also zu diesem Duell sozusagen auf dem Berg Karmel und wir haben gelesen, es passiert zwischen Elia und, wenn wir weiterlesen, den 450 Propheten des Baals und den 400 Propheten der Aschera. Was it that long? Wow, okay. So 450 prophets of Baal. Also 450 Propheten von Baal. Do you know what Baal is? Wer war Baal? What was Baal known for? Wofür war Baal bekannt? Someone? Weiß das jemand? He was the god of the sun god? No, he wasn't the sun god. Baal was the god of thunder. Ja, es war nicht die Sonne, aber der Donner. And then you had 450 prophets there. Also wir haben jetzt die 450 Propheten dort. Now think about that. If there's 200 of us here, that's double this number. So, also wir sind heute vielleicht 200, also verdoppelt das. Stellt euch eine doppelt zu. And there were another 400 prophets of Asherah. Und jetzt kommen noch die 400 Aschera-Propheten. Asherah was the goddess of fertility.
Die Aschera war die Göttin der Fruchtbarkeit. So all of these 450 and 400 came to Mount Carmel. Also diese 450 und die 400 kommen nun zum Berg Karmel. But specifically, only the priests of Baal were the ones that partook of this showdown. Aber wenn wir es genau anschauen, dann sind es eigentlich nur die Baalspriester, die an diesem Duell teilhaben. And what is amazing in the story is the showdown that actually takes place. Und was nun wirklich interessant ist an dieser Geschichte, ist dieses Duell, was jetzt stattfindet. You see, what is so amazing is that when Elijah went forth to Ahab, schaut, was so interessant ist als Elia nun zu Ahab kommt. Now, let me ask you a question. On a scale of nobility, I guess you could say. Nun, also eine Frage an euch. Auf einer Skala über Adligkeit könnten wir sagen, Who in this context would be more noble, Ahab or Elijah? wer von den beiden hatte größeren Adel? Ahab oder Elia? Ahab, why? Ahab, warum? He's the king. Er war der König. But yet, guess what? When Elijah says to Ahab, Aber jetzt, als Elia zu Ahab sagt, when he called for the showdown, als er um dieses Duell bittet oder ruft, we find that Ahab obeyed as if Elijah were the king. dann kommt es dazu, dass Ahab gehorcht, als ob Elia der König And wäre. that Ahab was his subject. Und als ob Ahab sein Untertan You wäre. see, when God's people speak with the command of God, Schaut, wenn Gottes Volk spricht nach dem Gebote Gottes, no matter what nobility you are, egal wie adlig du bist, people will understand and feel the command of God. dann werden die Menschen begreifen, dass dahinter das Wort Gottes steht. And the command was that Elijah came to him in verse 21. Und der Ruf Gottes war hier, was wir in Vers 21 lesen. Now, imagine all these people gathered together. Nun, jetzt stellt euch vor, all diese Menschen sind dort versammelt. Do you know why it's called Mount Carmel? Wisst ihr, warum das Berg Karmel heißt? What is a mount? Was ist ein Berg? Are they awake? They are. They think it's a rhetorical question. Oh, okay, so they already know what a mount is. Also ihr wisst, was ein Berg ist. You are the troublers over here. Also ihr seid die, die Unruhe machen. I Ja? cannot feel any pulse from you. I need to see some movement. Ich kann da keinen Puls spüren bei euch. Ja, ich brauche da ein bisschen Rückmeldung. Blink. Also ihr könnt mal mit den Augen zwinkern. Ja? Okay, you're with me. Also ihr seid dabei, ja. This is what's amazing. Das ist erstaunlich. You have 450 prophets meet at the top of Mount Carmel. Also da sind diese 450 Propheten, die sich auf der Bergspitze von Karmel befinden. All the other 400 prophets are down below. Die anderen 400 Propheten sind unten am Fuß. In the valley below are the children of Israel that have gathered out to watch what's going on. Und im Tal sind die Kinder Israels, die sich versammelt haben, um zu beobachten, was jetzt passiert. Now notice the effect. Nun, was ist die Folge davon? What is uphill runs downhill. Was auf dem Berge ist, kommt den Berg hinab. The children of Israel have forsaken God. Die Kinder Israel hatten Gott verlassen. They have drifted away from God. Sie waren von Gott abgefallen. And they have continued to worship those other false gods. Und sie haben begonnen, diesen anderen falschen Göttern zu dienen. Elijah proclaims this message in verse 21. Und Elia hat nun folgende Botschaft in Vers 21. How long will you falter between two opinions, he says. Und es heißt dort, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him. Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. But you notice the next words, it says, but the people said not a word to him. Aber schaut nun auf die nächsten Worte. Es heißt, und das Volk erwiderte ihm Why wouldn't they respond? kein Wort. Warum haben sie nicht geantwortet? I mean, if you're guilty, you're not going to answer. Wenn du schuldig bist, dann antwortest du nicht, They could oder? have said, but yes, Elijah, we are worshiping God.
They could have said, Elijah, yes, we worship God. Sie hätten ja sagen können, nein Elia, wir dienen ja Gott. But they didn't respond in that way. Aber so haben sie nicht geantwortet. Because they knew they were guilty. Denn sie wussten, dass sie schuldig waren. Then look at verse 22. Jetzt Vers 22. Look in your Bibles. Schau in eure Bibeln. And Elijah said to the people, Und da sprach Elia zum Volk: I alone am left a prophet of the Lord. Ich bin allein übrig geblieben als But Prophet Baal's des Herrn. prophets are 450 men. Die Propheten Baals aber sind 450 Mann. So here's the showdown. So, jetzt kommt das Duell. He says, therefore, let them give us 2 bulls. So gebt uns, Vers 23, nun 2 Jungstiere Let them choose one for themselves and cut it to pieces. und lasst sie den einen Jungstier wählen und ihn in Stücke zerteilen Lay it on the wood. und auf das Holz legen They are not to put any fire under the wood. und kein Feuer daran legen. And he says, and then I will prepare another bull and lay it on the wood. So will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz And legen will put no fire underneath und that. auch kein Feuer daran legen. And then he says, then you call up to your gods. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen, And he heißt says, and I will call on the name of the Lord. und ich will den Namen des Herrn anrufen. And he says, the God who answers by fire, he is God. Und dann heißt es, und der Gott, der mit Feuer antworten wird, sei der wahre Gott. Now notice, they said, okay, that's fine. Nun, pass auf, sie sagen, in Ordnung. Can you imagine 450 prophets of Baal trying to go around dancing around this dead bull that they've chopped up? Stellt euch das vor, das sind jetzt also diese 450 Baalspriester, die nun über das zerteilte Tier herumtanzen. I mean, you got to remember, here you have one man, Elijah, standing in front of 450, double your amount. Vergesst nicht, dass also der eine Mann, Elia, der 450 Leuten gegenübersteht, zweimal so viel wie ihr seid. Maybe you don't understand. That's quite undaunting. It's quite scary. Nun, also das ist furchteinflößend, nicht wahr? See, I like what you did. Nun, ich mag, was du gerade gemacht hast. People don't understand what it takes to stand up in front of many people sometimes to speak. Wisst ihr, Menschen verstehen manchmal nicht, was es heißt, vor vielen Leuten zu sprechen. I want you to just look around. Look around. This is 200, roughly. So, ich möchte, dass ihr euch einfach mal umseht, ja? Also das sind sozusagen 200 Propheten, ja? Okay, double that amount. Verdoppelt diese Menge. You feel the pressure of 450 people there. Fühlt ihr diesen Druck, den diese 450 Leute ausüben? Plus down the hill you have all the children of Israel who have forsaken God. Aber dazu kommen ja noch die ganzen Kinder Israels, die da unten im Tal sind und Gott verlassen hatten. You see, Elijah stood. He was the only one who would appear to vindicate the throne of God. Schaut, Elia steht da nun als der Einzige, der Gottes Thron, die Ehre Gottes Thrones wieder herstellen würde. But you know what is amazing? Aber wisst ihr, was erstaunlich What ist? is simply astounding is the fact that although he might be totally outnumbered, Was wirklich erstaunlich ist, ist die Tatsache, dass obwohl er total in der Unterzahl ist, the spirit of prophecy tells us something else. der Geist der Weissagung sagt uns etwas ganz anderes. Now, I need to tell you something about the spirit of prophecy. Nun, ich muss dir etwas sagen über den Geist der Weissagung. I don't know whether you have a problem with the spirit of prophecy. Ich weiß nicht, ob du ein Problem hast mit dem Geist der Weissagung. But I don't. Ich habe keins. So if you do, Wenn du eins hast, it's too bad for you. das ist schade eigentlich für dich. I'm being honest with that. Und ich meine das ganz ernst. Because if you have a problem with the spirit of prophecy, then I'm sorry, you are missing a tremendous amount of valuable information. Denn wenn du ein Problem dazu hast, da keinen Zugang hast, dann fehlt dir einfach eine unglaubliche Menge an Informationen. Ellen White has been given to us as the prophet to lead God's final generation home. Ellen White wurde uns gegeben als eine Prophetin, die die letzte Generation nach Hause führen würde. And we find in her words, Und was wir in ihrem Wort finden, she says Elijah is not alone. dort sagt sie, Elia ist nicht allein. It says above and around him are the protecting hosts of heaven, angels that excel in heavenly strength. Und sie sagt, denn um ihn herum und über ihm war eine riesige Menge an Engeln, die übermäßige Kraft hatten. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? Do you remember after Elijah there was a prophet named what?
Nach Elia kam welcher Prophet?